jetzt in Bulgarien und in Rumänien echt oft benutzt. Ja. Echt gut, dass wir den noch dabei haben. Und Ne? sonst haben wir ihn eigentlich nie benutzt. Genau. Übrigens, Matt, ich habe es übersetzt, ne? Was hier steht. Trinkwasser? Apa este buna de baut bedeutet, dass es Trinkwasser ist. Das ist gutes zum Trinken, das Wasser. Du musst es wirklich nur einmal. Ja. Das mache ich aber, guck mal, jetzt hast du. Genau. Hier gibt es nicht nur öffentliches Wasser zum Nachfüllen, sondern hier gibt es auch überall Steckdosen, um Strom nachzufüllen. Wo sind wir? Was machen wir, Malte? Ja, Park von Eisroll, Ich hoffe, die Koordinaten sind richtig. Ich denke schon. Aber irgendwie ist hier noch ganz schön viel Siedlung. Auch hier bewegt sich nicht. Okay, das war jetzt erstmal nichts. Wir sind mal wieder auf Stellplatzsuche in Transsilvanien. Also wir suchen uns ja meistens Stellplätze über entweder Park4Night oder Satellitenbilder. Und jetzt hier in der Gegend, wo wir gerade unterwegs sind, gibt es eigentlich gar keine Park4Night-Spots. Und deswegen gucken wir immer vorher uns Satellitenbilder an. Aber heute ist es ein bisschen schwierig. Irgendwie sind hier tatsächlich überall Schilder, dass das Land hier irgendwie privat ist. Und ja, entweder ist es schief, bergig. Müssen wir mal gucken, stehen gerade da. Die Suche geht weiter. So, was sagt das Satellitenbild? Also das sagt, dass hier an 500 Metern auf der linken Seite nochmal, oder vielleicht 300 Metern, nochmal ein größerer Feldweg reingeht, der sich auch aufteilt in mehrere Wege. Okay. Ich denke, da könnte man nochmal gucken. Ja, wir gucken erstmal weiter und falls da nichts ist, fahren wir nochmal zurück, ja? Jawohl. Wollen wir mal probieren, trocken, Alter, oder? Stressdruck. Ja, aber Schrank ist schon immer ein schlechtes Zeichen. Ja, hier steht auch wieder irgendwas privat. Ey, komm, lass uns zurückfahren. Ey, weißt du was? Wir haben uns ja gewundert, warum, wir haben ja gestaunt darüber, wie deutsch das hier irgendwie alles ist. Sie sprechen Deutsch, sie haben deutsche Schulen, sie reden zu Hause Deutsch irgendwie, alles ist hier auf Deutsch, die Schilder. Weißt du, und jetzt fährst du hier über eine landwirtschaftliche Fläche und überall ist ein Zaun, überall steht privat, das ist auch so übelst deutsch, ey. Ja, plötzlich darf man nicht mehr überall hinfahren, ne? Ja, sonst kennen wir das überhaupt nicht von Rumänien. So, jetzt haben wir gerade noch mal richtig gut Wasser an dem Brunnen aufgefüllt und wir haben auch einen schönen Stellplatz gefunden. Hier wieder auf so einer Ackerfläche. Da ist die Straße. Da ist jetzt gerade noch ein bisschen Verkehr, aber das wird nachher bestimmt weniger werden. Genau, und jetzt können wir hier schön den Sonnenuntergang genießen. So, die letzten 2 Tage haben wir irgendwie einfach auf dem Acker irgendwo in Rumänien, in Transsilvanien verbracht. Und jetzt sind wir gerade mal weitergefahren und wir wollten eigentlich in einen Ort fahren, wo wir gelesen haben, dass es so eine Slow Food, weiß ich auch nicht, so einen Bioladen und einen Hof gibt und so weiter. Und auf dem Weg dahin sind wir jetzt in dieser Stadt vorbeigekommen. Sighisoara heißt die, glaube ich. Es gibt bestimmt auch noch einen deutschen Namen. Auf jeden Fall gibt es hier eine richtig tolle so Altbaustruktur und eine richtig schöne Altstadt.
Wir sind mal wieder die Checker vom Dienst. Wir sind jetzt hier gerade so ein bisschen durch den Ort gelaufen und haben jetzt herausgefunden, wir sind in Schäßburg und das ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe. Und ja, es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig gut erhaltene Mittelalterstadt. Sehr beeindruckend. So, und weiter am Takt. Und wir sind gerade in einer Kirchburg in Transsilvanien, in Pirtan oder so heißt der Ort. Das ist einfach mal wieder very beautiful. Und jetzt schaut euch mal dieses Mädchen hier ganz genau an. Was fällt euch auf? Und hier schläft Graf Dracula tagsüber, bevor er nachts wieder loszieht. Ja, das hier scheint der Panikraum zu sein, wenn man sich vor Dracula verstecken möchte, weil wir haben gerade diese Tür hier gesehen. Das hat einen wahnsinnig aufwendigen Schließmechanismus, der dafür sorgt, dass in alle Richtungen von der Tür Stahlstreben, die sich in der Wand verankern, ausgefahren werden und dann ist man super sicher, wenn dieser Raum abgeschlossen ist. Wir lieben es ja, in jedem Land irgendwie so ein bisschen regionale Küche zu probieren. Und wir sind jetzt hier gerade noch immer in Transsilvanien, in einem kleinen Dorf, Saskic oder so heißt es, glaube ich. Und genau, jetzt sind wir hier in dem einzigen Restaurant, was es gibt. Und haben was bestellt. Wir sind gespannt. Irgendwie scheint hier Polenta total typisch zu sein. Haben wir auf jeden Fall gerade schon von einer anderen Einheimischen gehört. Und irgendwelche Würstchen und wir probieren es mal. Nächste coole Wasserstelle in Rumänien. Wieder ein Brunnen mit einem richtig coolen Gegengewicht. Mechanismus. Das ist dann ganz leicht, das Wasser hochzuholen. Okay. Okay. Hier der Beweis. Man kann es trinken. Bitte. Was hast du gerade angestellt? Was hast du angestellt? Komm, sag's. Mann, Franzi, das ist doch echt nur eine Kleinigkeit, das tauschen wir aus und gut ist. Da muss man sich doch nicht drüber ärgern. Kann doch jedem passieren. Ja, ist ja okay. Du hast gesagt, es darf auf gar keinen Fall drauf sein. Ist schon nicht so wild, ey. Wir haben einen richtig schönen Stellplatz hier mit einem super schönen Blick. Da drüben geht die Sonne gerade unter. Wir haben heute den ganzen Tag hier an unserem Platz verbracht und gearbeitet, ein bisschen Video geschnitten und so. Ja, morgen geht's weiter. Vielleicht fahren wir noch mal in die Berge
Und dann geht's Richtung Berlin. Völlig abgefahren. Waren jetzt gute 10 Monate, fast ein Jahr unterwegs und ja, die Zeit neigt sich dem Ende. Ich wollte schon kommen und dich retten, Malte. Ja. Ey, das war krass. Die sind also wirklich bis auf eine Armlänge an mich ran und von allen Seiten total die Zähne gefletscht. Und Wie viele sind es? Wie viele die Hunde? waren auch so richtig, die haben sich so richtig hochgeputscht. Ja, weil ich habe Musik drin gehabt und habe die halt relativ 700. Und ich habe die relativ spät gesehen erst, ich sehe, dass die Schafe auf einmal die Weide lang sprinten. Und denke so, hä, warum sprinten die? Gucke ich weiter nach rechts und sehe so, oh fuck, die ganzen Hunde sprinten auf mich zu. Dann habe ich schon War da ein umgedreht. Mensch dabei? Nee, ich habe keinen Mensch gesehen. Nee, war kein Mensch. Und dann Ey, ich sind die hab's Viecher gehört, direkt Mann. so nah an mich ran. Ey. Und dann habe ich irgendwie laut geschrien, die sollen sich verpissen. Erst habe ich probiert, ruhig zu machen. Also sie haben sich nicht beruhigt, kamen immer näher an mich ran. Und obwohl ich mich zurückgezogen habe. Und dann, habe ich die angeschrien und bin ein Stück zurück. Also bin ich sozusagen ein bisschen auf sie los. Habe ich wieder Abstand gekriegt. Aber das war nur so, sie sind aggressiv, ich bin aggressiv. Ja. Dann habe ich mich Stück für Stück zurückgezogen und dann habe ich gemerkt, als ich über den Kamm rüber war, dann war sozusagen die schirmen wirklich nur die Schafe ab. Es war Dann war denen das dann okay. egal. Genau, und deswegen brauche ich nicht lang zu joggen. Ja. Das ist deren Revier Joggst gerade. joggst lieber hier nach unten nochmal, oder? Und dann Ganz ehrlich, ich lasse mich, also die waren kurz, Aggro. die waren über aggro und wäre ich jetzt weiter in die Richtung der Schafe gejoggt, dann hätten die mir auf jeden Fall in die Füße gebissen, ey. krass. Die waren so knapp dran, die haben mir auch schon so die Zähne gesagt und waren auch schon so von beiden Seiten und die sind immer näher rangekommen, haben sich immer mehr getraut und Ja, die nehmen ihren die haben mich als richtige Gefahr wahrgenommen. krass. Ich bin gestern noch in die andere Richtung weiter gejoggt und da war dann auch wieder eine Schafsherde mit 8 Hunden, die auf mich zu sind. Da war Gott sei Dank ein Schäfer dabei und der meinte zu mir, dass es hier so viele Bären und Wölfe gibt und deswegen halten die sich alle extrem große Hunde und extrem viele Hunde, um ihre Schafsherden zu beschützen. Wir fahren jetzt weiter Richtung ungarischer Grenze. Los geht's!